Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Model My Mind. In diesem Video werden wir mit Java EE eine REST-API programmieren. Doch bevor wir mit dem Programmierteil loslegen, werden wir kennenlernen, was REST ist und welche Grundprinzipien dahinter stecken. Anschließend werden wir übergehen zum Programmierteil. Da werde ich euch zeigen, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um mit Java EE eine REST-API zu programmieren. Zu diesem Teil bzw. zu diesem Thema wird es mehrere Videos geben. Um keine Videos zu verpassen, abonniere gerne meinen Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir mit dem Programmierteil loslegen, gehen wir kurz auf die Theorie von REST ein. REST steht für Representational State Transfer und eine REST-API ist eine Programmierschnittstelle, die mittels HTTP den Austausch von Daten auf verteilten Systemen ermöglicht. Der Schwerpunkt von REST liegt auf der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und befähigt, dass verschiedene Geräte die gleiche Sprache sprechen. Hierbei ist zu beachten, dass REST weder eine konkrete Technologie noch ein offizieller Standard ist. Es handelt sich vielmehr um einen Software-Architekturstil, bestehend aus Leitsätzen und bewährten Praktiken für netzwerkbasierte Systeme. Bei RESTful Services ist die Idee, dass eine Ressource über einen Webserver verfügbar ist und eindeutig über einen URI identifiziert wird. Das Kernkonzept bei REST ist die Ressource, wobei eine Ressource als sogenannter Medientyp abgebildet wird, sozusagen die Repräsentation der Ressource. Alles, was in REST adressierbar ist, ist eine Ressource. REST ermöglicht eine einfache Verbindung mit Cloud-Diensten und dementsprechend eine Interaktion mit diesen. REST-APIs sind zum Beispiel bei Twitter, Amazon und Google im Einsatz. Cloud-Plattformen wie AWS, VMware, Azure setzen fast ausschließlich auf REST. In diesem Video möchte ich mit euch eine REST-API mit Java EE umsetzen. Dazu bietet Java eine entsprechende API an, die sich Jakarta RESTful Web Services nennt, früher auch Java API for RESTful Web Services genannt. Es handelt sich hierbei um die Spezifikation einer Programmierschnittstelle der Programmiersprache Java. Für Java gibt es mit Jakarta RESTful Web Services einen Standard zum Deklarieren von REST-basierten Web Services. Jeder Java EE Application Server ab Java EE 6 enthält standardmäßig eine entsprechende Implementierung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es verschiedene Implementierungen dieser API gibt, wie zum Beispiel Jersey oder Johnson. Der Glassfish Server enthält die Referenzimplementierung Jersey als entsprechende Implementierung dieser API. In diesem Abschnitt möchte ich gerne auf die Grundprinzipien von REST eingehen. Für eine im REST-Architekturstil verwendbare Ressource gilt, dass sich jede Ressource mit Hilfe einer URI identifizieren lassen muss. Eine weitere Komponente ist Hypermedia. Der Begriff Hypermedia ist eine Mischung aus Hypertext und Multimedia. Ein wesentliches Merkmal von Hypermedia sind Links, also Verknüpfungen verschiedener Medien. Die für den Client möglichen Aktionen und Navigationspfade werden vom Server über Hypermedia angeboten. Links brauchen nicht nur eine URI, sondern auch eine einheitliche Schnittstelle, dessen Semantik und Verhalten den nutzenden Clients bekannt ist. Diese Vereinheitlichung ist durch HTTP sichergestellt. Die Schnittstelle der URIs besteht im Wesentlichen aus den HTTP-Methoden Get, Post, Put und Delete. Wir werden uns diese HTTP-Methoden in der nächsten Folie genauer anschauen. Darüber hinaus können bei REST verschiedene Repräsentationen einer Ressource existieren. So ist es möglich, einem Client eine Ressource im JSON- oder XML-Format zu übermitteln. Zu guter Letzt gilt, dass die Kommunikation immer zustandslos sein muss. Bei REST gibt es also keine mit Sessions und Cookies realisierten Benutzersitzungen. Der Hauptvorteil der Zustandslosigkeit von REST-Services ist die einfache Skalierbarkeit. Wenn es keine Sessions gibt, lassen sich mehrere Anfragen eines Clients problemlos auf verschiedene Server verteilen. Die REST-API unterstützt verschiedene HTTP-Methoden, um auf Ressourcen zuzugreifen. Da unterschieden werden muss, ob eine Ressource neu angelegt, gelesen, aktualisiert oder gelöscht werden soll, werden dafür die bekannten HTTP-Methoden verwendet. Diese sind Post, Get, Put, Delete. Der primäre Zweck von Post ist das Anlegen einer neuen Ressource. Bei Post wird die Ressource unter einer vom Server gewählten URI neu angelegt. Mit Get wird eine Ressource abgerufen, ohne Änderungen herbeizuführen. Die Methode weist keine Nebeneffekte auf, da der Zustand am Server nicht geändert wird. Put ist das Gegenstück zur Get-Methode. Mit Put wird entweder eine existierende Ressource geändert oder eine noch nicht existierende erzeugt. Der Server darf die übermittelten Daten ignorieren, ändern oder ergänzen.
Der HTTP-Client kann also nicht voraussetzen, dass genau die Daten, die er dem Server sendet, verwendet werden. Put ist wie get idempotent. Das bedeutet, dass ein mehrmaliges Aufrufen der Methode immer zum gleichen Ergebnis führt. Dies ist auch eine wichtige Eigenschaft für eine verteilte Anwendung. Beispielsweise kann ein mobiler Client mit eingeschränkter Netzwerkqualität sich nicht sicher sein, ob sein Put-Request erfolgreich beim Server eintraf. Somit kann er diesen wiederholen, ohne dass er sich um doppelte Einträge sorgen muss. Die letzte HTTP-Methode delete dient dem Löschen von Ressourcen entsprechend der angegebenen URI. Das Löschen von etwas, das es nicht gibt, stellt kein Problem dar. Somit könnte man delete auch mehrfach aufrufen. Ein Client darf allerdings nicht voraussetzen, dass das Löschen oder Verschieben einer Ressource tatsächlich durchgeführt wurde, auch wenn der Statuscode darauf hindeutet. Eine Information möchte ich gerne an dieser Stelle ergänzen. Eine Anwendung hat meistens Operationen zum Anlegen, Ansehen, Aktualisieren und Löschen von Daten. Diese Methoden werden mit dem Akronym CRUD zusammengefasst. Wie in der Tabelle dargestellt, liegt eine 1:1 Zuordnung von CRUD-Operationen und HTTP-Methoden nahe. Genug mit der Theorie. Ich habe hier zusammengefasst vorgestellt, worum es bei REST geht. Wenn du auf dieses Video gestoßen bist, dann nehme ich an, dass du schon ungefähr weißt, was REST ist und du gerne den Programmierteil sehen möchtest. Lass uns gerne also mit dem Programmierteil loslegen. Bevor wir mit der eigentlichen Programmierung loslegen, benötigen wir einen vollkonformen Java EE Server. Meine Empfehlung ist, den Glassfish Server zu verwenden. Voraussetzung ist auch, dass du eine Eclipse IDE für Java EE Developer installiert hast. Sieh dazu auch meine Einleitung zum Thema Java EE Tutorial. Wie vorhin bereits erwähnt, enthält Glassfish mit Jersey die Referenzimplementierung der Java REST API. Ich zeige euch nun, wo ihr Glassfish herunterladen könnt und wie ihr den Server bei euch im Projekt einbindet. Unter folgendem Link steht der Download bereit. Ich habe die Version 5.01 Full Plattform heruntergeladen. Beim Download wirst du eine ZIP-Datei erhalten, die du in einen beliebigen Ordner entpacken kannst. Nach dem Entpacken musst du außerhalb von Eclipse nichts mehr tun. Da ich den Download bereits ausgeführt habe, werde ich ihn nicht erneut ausführen. Wechseln wir nun zur Eclipse IDE. Den Glassfish-Server kannst du einbinden über die Serveransicht. Falls diese Ansicht dir nicht angezeigt wird, dann navigiere auf Windows hier in der oberen Menüleiste und gehe dann auf Show View. Dort kannst du dann die Ansicht für den Server einfügen. Nachdem du die Ansicht geöffnet hast, kannst du dann in dem unteren Bereich mit Rechtsklick und dann New Server den Glassfish einbinden. Wenn du bisher noch keinen Server installiert hast, wird an dieser Stelle ein blauer Link erscheinen, den du dann anklicken kannst, um einen Applikationsserver hinzuzufügen. Alternativ kannst du auch über Window, Preferences, Server, Runtime Environments den Glassfish einbinden. Dann kannst du auf Add klicken, woraufhin eine neue Maske erscheint. Wir wählen dann die Glassfish-Option aus. Meine IDE gibt an, welche Glassfish-Versionen supported werden. Gegebenenfalls hast du in deiner Eclipse-Version eine Checkbox, um einen lokalen Server zu erstellen. Diese kannst du einhaken. Dann können wir den Pfad zum Glassfish-Server angeben. Da ich meine private Ordnerstruktur nicht zeigen möchte, blende ich dir ein, welchen Pfad des Glassfish-Servers du angeben musst. Anschließend musst du den Pfad zu deiner Java-Installation angeben. Bedenke, dass du zu diesem Zweck mindestens Java 8 benötigst. In meinem Java EE Tutorial habe ich bereits erklärt, wo du Java herunterladen kannst. Dieses Video verlinke ich in der Infokarte. In der Videobeschreibung ist der Link zum Java Download ebenfalls enthalten. Wenn du die Pfade eingetragen hast und mit Finish bestätigt hast, erscheint der Server hier unten in der Serveransicht. Dort prüfen wir die Eigenschaften des Servers und stellen sicher, dass der Pfad zu dem Domänenordner des Glassfish gesetzt ist. Wie der Pfad aussieht, blende ich dir ebenfalls ein. Anschließend erstellen wir ein dynamisches Webprojekt. In diesem Tutorial verwende ich den Namen REST-Beispiele. Beim Target Runtime gehen wir unseren neu angelegten Server an. Da ich das Projekt bereits erstellt habe, breche ich an dieser Stelle ab. Meine Erwartung ist, dass nun alles funktioniert. In meinem Fall war das leider nicht so. Ich musste noch eine weitere jar-Datei, die im Glassfish-Server vorhanden ist, importieren. Und zwar geht es um die Java EE Jar. Diese kann ich über die Properties des Projektes einfügen. Dort kann ich dann eine externe Jar hinzufügen. Wo die Datei im Glassfish Server liegt, blende ich dir hier ein.
Wenn wir die jar-Datei eingebunden haben, sollte alles Notwendige für dieses Video funktionieren. Jetzt kommen wir wirklich zum eigentlichen Programmieren. Für dieses Tutorial habe ich 3 Klassen vorbereitet. Da dies ein deutschsprachiges Tutorial ist, verwende ich in den meisten Fällen untypischerweise deutsche Bezeichnungen, was die Klassen und Variablen angeht. Beginnen wir mit der Klasse REST-Application. Damit wir JAX-RS in einer Webanwendung nutzen können, muss sie initialisiert werden. Dies kann über eine Annotation erfolgen, wie in diesem Fall, oder über eine Konfiguration in der Web-XML. Die Konfiguration über die Annotation ist die empfohlene Variante. Wir erweitern dazu zum einen die Klasse Application. Zum anderen initialisieren wir über die Annotation Application Path unseren Web-Service und geben an, über welchen Pfad unsere Ressource erreichbar ist. Da unser Projekt REST-Beispiele heißt, erreichen wir unsere Ressourcen unter http localhost 8080 REST-Beispiele Kunde. In der Glassfish Web XML können wir nachschauen, welcher Name im Kontext Root eingetragen ist. Dieser identifiziert eine Webanwendung in einem Java EE-Server. Anschließend betrachten wir die Klasse Kundenregistrierung, dessen Instanz bzw. ihre Repräsentation, zum Beispiel XML oder JSON, an den Aufrufer zurückgeliefert wird. Diese Klasse hat einen parameterlosen Konstruktor sowie verschiedene Eigenschaften wie Name, Vorname, E-Mail und Passwort. Für jede dieser Variablen habe ich die Getter- und Setter-Methoden vorbereitet. Nun kommen wir zur dritten Klasse Kundenregistrierungsservice. Diese Klasse stellt das Kernstück unserer Anwendung dar. Wir sehen hier oben an der Klasse die Path Annotation. Diese Kennzeichnung gibt an, unter welcher URI unsere Ressource erreichbar ist. Hier in diesem Fall Verwaltung. Weiter unten ist die Methode startklar vorbereitet. Die Path Annotation an der Methode gibt an, unter welcher URI die spezielle Ressource erreichbar ist. Mit der Produces Annotation definieren wir den MIME-Type der Ressource, also welche Art von Daten gesendet werden. Hier in diesem Fall als einfacher Text. Mit der Get Annotation wird, wie wir bereits kennen, eine Ressource abgefragt. Das heißt, es wird ein Stück Text an den Aufrufer zurückgegeben. Wir geben hier folgenden String ein. Wir sind startklar. Damit wir den String "Wir sind startklar" im Browser sehen können, müssen wir den Server starten. Wie ich gerade sehe, läuft bei mir der Glassfish-Server bereits. Diesen starte ich eben neu. Dafür fahre ich den Server einmal runter und dann wieder hoch. Wenn wir nun unseren Browser öffnen und die URI eingeben, sehen wir, welcher String angezeigt wird. Und zwar der String aus der vorherigen Methode. Wir können nun auch eine Ressource im JSON-Format ausgeben. Wie wir sehen, haben wir hier einen anderen Pfad eingegeben. Zudem habe ich eine Instanz von der Klasse Kundenregistrierung erzeugt und den Variablen ein paar Werte zugewiesen. Unseren Kunden Thomas Müller können wir hier uns ebenfalls im Browser anzeigen lassen. Wir gehen eben die Beispiele im Schnelldurchlauf durch. Ihr könnt euch das JSON-Format in aller Ruhe ansehen, indem ihr an der entsprechenden Stelle im Video pausiert. Für diesen Teil des Videos habe ich noch ein weiteres Beispiel vorbereitet. Wir geben nun eine Liste mit Kunden zurück, und zwar dieses Mal als XML. Bei der XML-Ausgabe gibt es eine Besonderheit. Wir müssen dafür die betroffene Klasse mit der XML-Root-Element-Annotation versehen. Nachdem wir die Annotation hinzugefügt haben, deploy ich unsere Anwendung sicherheitshalber neu, da manchmal der Server bei solchen Änderungen hängen bleibt. Das Hochfahren des Servers dauert immer einige Sekunden. Wenn der Server hochgefahren ist, können wir uns die Ausgabe im Browser anschauen. So ein Neustart des Servers ist immer mit einer kleinen Wartezeit verbunden. Diese Zeit müssen wir uns leider immer nehmen. Wenn dann aber der Server hochgefahren ist, können wir uns tolle Ergebnisse anschauen. Gleich nämlich eine Kundenliste im XML-Format. Um die Kundenliste im Browser zu sehen, benötigen wir folgende URI. Ich würde sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke, dies genügt zum ersten Teil unseres Videos. Beim zweiten Teil werden wir uns weitere HTTP-Methoden und Annotationen anschauen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Unterstütze mich gerne mit einem Abo meines Kanals und mit einem Daumen nach oben. Bis dahin bei Model My Mind.